Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel. Wir befinden uns immer noch in Ruhr und die letzten Parts haben einiges an Tempo mit sich gebracht, was die Story anging. Vor allen Dingen die letzte Folge. 2 Bosse erstmal schön hintereinander weggeklatscht, weil die Terroristen sich hier irgendwie wieder einmischen, Teile der Fabrik hier angegriffen haben und jetzt vermutlich ihr Unwesen in der Sachsen Iron Mine treiben, wo wir als nächstes auch hin sollen. Und wir konnten jetzt hier auf jeden Fall Menschenleben retten durch unser beherztes Eingreifen, noch bevor die RMP hier vor Ort gewesen ist, die Railway Military Police. Und haben uns dafür einen kleinen Rüffel von der guten Claire abgeholt. Aber allen geht's gut. Noch hoffen wir, das bleibt so. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier sonst noch tun können. The Railway Military Police will take care of everything here at the factory. The factory contains classified military information and material inside, so I'm afraid I'll have to ask you to stay away. Ja, da bist du nicht der Erste. Wir wissen, wir sollen uns verpissen. Das haben wir beim letzten Mal schon verstanden. Sorry, dass ich das so drastisch ausdrücke. Aber das haben sie uns durch die Blume in der letzten Folge schon mehrfach versucht nahezubringen. Deswegen machen wir es einmal deutlich für alle. Is it just me or did those soldiers all seem pretty on edge? You don't think there's something else going on, do you? I've gotta be overthinking things, right? Ich glaube, ich sag dazu einfach mal nix. Ich möchte dich nicht beunruhigen. Fakten werden dich nämlich beunruhigen, deswegen sage ich nichts. I feel like I should pitch in and help clean the place up, but we're not allowed to go inside. Oh well, I guess I should be getting back to my real job. Ich glaube, das würde dein Chef auch ganz cool finden, denke ich mal. That was one scary fire. Still looks like everyone who got hurt is getting some attention, so it looks like everything's gonna end up okay. Ja, that was one scary fire. Ja, allen geht's gut, dank uns. Den Hund habe ich gerade gar nicht gesehen. Voll der Camouflage-Hund. Guck mal, der verschmilzt voll mit der Fußbodenfarbe. Fast über den gestolpert hier. All of the injured have been taken away to receive medical attention. One silver lining is that none of them were gravely injured. And we've got you to thank for that. Schön, dass sich das rumspricht, dass wir dafür verantwortlich sind. Das wird den Ruf von Class 7 auf jeden Fall gehörig aufbessern, vermute ich mal. I was just playing hide and seek when the factory just went boom all of a sudden. That really made me jump. Made you jump? It practically gave me a heart attack. Do you have any idea how worried I was? Ich glaube, in eine ähnliche Richtung meinte er das auch, oder? Mom's face was scarier than the actual explosion was. Herrlich. Okay, allen geht's gut. Wir sind alle mit dem Schrecken davon gekommen. Wir können uns glücklich schätzen. I almost got hurt in the explosion at the factory earlier, but Toddy came and saved me. Thanks to him, I haven't even got a scratch. He really is a good friend. I've got to make sure he knows how thankful I am. Ja, du wirst schon Mittel und Wege finden, um ihm das begreiflich zu machen, bin ich fest überzeugt von. I swear I've been worried sick. I suppose all that matters is that they're both safe and unhurt, though. Ich dachte, sagt jetzt safe and sound. Thank you so much for protecting them, Ideos. Hallo? Hier, die Person steht vor dir, die dankbar ist, dass sie nicht mehr passiert ist. Aber okay, bete ruhig erstmal nach oben. Ist okay. Ich will mich nicht mit Ideos betteln. Was wollte ich tun? Nee, warte mal, das mache ich aber nicht hier. Bei einem Repair Shop ist eventuell auch noch durchaus was Interessantes zu tun, aber... Sharon? Hi Sharon, was tun Sie hier? Ich wollte jetzt hier einmal gerne... exchangen. Ich weiß, das muss ich nicht hier machen, aber trotzdem. Jawohl. Das sieht doch mal nach Kohle aus, die sich sehen lassen kann. Und wenn ich jetzt hier noch sage, wir gehen überall auf 2000 runter, ich mache das mal eben, dann sieht das alles noch viel, viel cooler aus. Wow, ich glaube, so viel Geld hatten wir zumindest in dem Let's Play bisher auch noch nicht. Aber wisst ihr, was bald passieren wird? Wir werden bald den nächsten Master Quartz kaufen können und dann ist die Hälfte vermutlich wieder weg. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. So, ich kann ja mal hier gucken, mal diesen Malstrom. Den konnten wir, glaube ich, schon länger kaufen, ne? Ich weiß nicht mehr, es geht auf alle. Das mit den Zero Arts, das sollte man sich echt im Hinterkopf behalten. Und wir haben in der letzten Folge ja auch gesehen, dass meine Herangehensweise hier für einen Notfall diesen Seraphic Ring aktiv zu haben, das war in dem Fall ja bei Alisa der Fall, dass das auch nicht so verkehrt ist. Insofern habe ich da, glaube ich, für mich eine ganz gute Strategie gefunden. Wir haben in der letzten Folge aber auch, und ich habe es tatsächlich nicht vergessen,
Cross Crusade bekommen. Als verstärkte Version. Und ich glaube, das könnte was sein, was für den guten Elliot durchaus interessant ist. Jawohl. Mit Stärke-Boost. Interessante Kombination. Zauberquartz mit Stärke. Zuwachs, das gibt's auch nicht alle Tage. A cross-shaped hole bathes all in holy light. Ich glaube, das sollte er dann bekommen. Auch wenn mir hier Arts, ehrlich gesagt, als Plus-Attribut ein bisschen besser gefallen hätte. Aber man kann nicht alles haben. Why, hello everyone. Sharon, what are you doing here? I came to see how you were all doing. I was worried you may have been injured. I brought a number of Reinford Company products with me, just in case. If you need anything, do let me know. It's as if she already knows we're going to the Sachsen Iron Mine. Why does she always have to be this way? Now, this isn't really the time to be arguing. Sie hilft uns ja eigentlich nur. Was? Sie hat einen Shop? Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesehen habe. Kann es sein, dass der andere Shop irgendwie temporär nicht begehbar ist oder so? Ich bin halt nur ein bisschen überrascht. Aber guck mal, ich könnte mir jetzt hiervon ein bisschen was einkaufen. Ich habe ja da bisher immer einen großen Bogen drum gemacht. Und ich denke, ich werde jetzt hier einfach mal zuschlagen. So, die Frage ist nur, das ist alles für alle tragbar, ne? Es ist die Frage, wie priorisiere ich? 320 plus 80. Das hier ist mehr die offensive Ausführung. Arts Defense 250. Na, da muss ich ja wohl gar nicht überlegen. Und dann noch mit diesem kleinen Stärke-Boost on top. A replica of the cape worn by officers in the Imperial Army. Ah, das Ding schießt hier gerade irgendwie alles ab. Hat auch mit Abstand den höchsten die Arts Defense, die ist krass. Also gut, ich werde das hier vermutlich... Ja, es ist teuer, aber ich nehme das jetzt 4-mal mit. Weil ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal eine bessere Ausrüstung finden werde. Ich muss aber gleich nochmal gucken, wem ich das jetzt wirklich auch anlege. Und bei den Boots, da haben wir 164. Hier auch mit Stärke versehen. Wie die einen immer locken wollen und das Ganze hier nur noch schwerer machen wollen, ja. Den Entscheidungen, die man hier treffen muss. Aber hier finde ich die General Boots mit Abstand am interessantesten. Auch wegen dem Evade. Finde ich jetzt mal einfach mal spannender als plus 5 auf Stärke. Ich werde jetzt hier von auch mal 4 mitnehmen und damit ist fast unser ganzes Geld wieder weg. Ich weiß, eigentlich war es ganz gut, mal ein Polster zu haben, hat jetzt nicht lange gehalten, aber wir werden ja auch ein bisschen was wieder verkaufen können. So, die haben, warte mal, also Markias und Reen haben die Blue Tunic gerade angelegt. Okay, das ist auf jeden Fall in jeglicher Hinsicht eine Upgrade. Da muss ich nicht groß vergleichen. Krass. Okay, damit wäre vermutlich auch die letzte Folge ein bisschen einfacher gewesen mit den Bossen, die ich da am Ende konfrontiert habe. Sie hat die Lunar Robe und er hat die Golden Mail. Okay, der Evade-Wert geht ein bisschen runter. Aber vor allen Dingen die Arts Defense. Also das ist ja mal ein gewaltiger Sprung nach vorne. Das ist nicht einfach nur, wir machen die Leute mal ein bisschen stärker. Das ist schon ein Quantensprung so gesehen. Ich glaube, auf den Arts Boost kann ich hier auch durchaus verzichten, aber vielleicht kann die Lunar Robe, ja, guck mal hier. Das wäre doch was für den guten Elliot. Ja, das kann er einmal bekommen. So, für Vieh, ich hätte eigentlich auch noch mehr Geld, um mir für die anderen was zu leisten, aber mir reicht das ja in 4-facher Ausführung für die Hauptleute. So, dann wird es bei den Schuhen jetzt auch nochmal interessant. Die tragen fast alle was anderes. Crow und Alisa haben die gleichen. Was verliere ich hier? Speed. Ungerne, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, warum ich hier immer so erpicht darauf bin, den Speedwert hochzuhalten. Ja, also eigentlich weiß ich es schon, ne? Weiß ich nicht, war das jetzt eventuell ein Fehlkauf? Bin mir nicht sicher. Ich guck mal hier weiter. Sieht ja auch nicht viel besser aus. Okay, also ich glaube, davon hätte ich jetzt auf jeden Fall nicht so viele einkaufen müssen. Ist auf jeden Fall besser als die Dawn Boots. Guck mal, so ganz umsonst war das also nicht. So, hier würde wieder Speedverlust mit einhergehen und er kann die auf jeden Fall auch bekommen. So, wer hat denn jetzt den höchsten Speedwert? Bei wem kann ich es am ehesten entbehren? Sie hat 120, 110, 104, 115. Crow ist hier mit Abstand ganz vorne mit dabei. Ich würde sagen, hier können wir das einmal austauschen. Dann ist er mit 110 so ein bisschen näher an den anderen dran. Die sind jetzt alle fast gleich. Und hier bei Vieh kann man das
auch entbehren. Guck mal, die hat 25% Evade. Das heißt, sie wird wieder gut ausweichen, wenn sie irgendwann mal vor einem Gegner steht, der physisch angreift. So, nee, das ist okay. Aber vor allen Dingen die Ausrüstung, die hat hier, glaube ich, echt eine Menge bewirkt. Warum sind meine Leute schon wieder so komisch angeordnet? Was soll das? Wer hat das durchgewunken? Wer hat das genehmigt? So, dann lass uns hier nochmal gucken. Bei den Waffen. Also er hat, warte mal, Close Delta, das ist eine Waffe für... Ne, warte, ich wollte hier einmal runter. Für ihn. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, das war das Kapitel, wo mein Angstkampf noch kommt. Und vor dem Hintergrund würde ich mich eigentlich schon ganz gerne so stark wie möglich aufstellen. Ich glaube, ich werde das jetzt einmal mitnehmen. Warte mal, erstmal noch nicht anlegen. Und das hier kaufe ich jetzt auch einmal und lege es aber auch noch nicht an. So, ich kann dann aber Zeug verkaufen und gerade bei der Armor, was hatten die anderen Leute alle? Diese Blue Tunic. Ich glaube, die kann einmal weg. So, einfach mal Kahlschlag hier. Aber auch diese ganzen anderen Sachen, guck mal, die sind alle noch viel weniger wert. Ich glaube, ich werde das jetzt alles einmal verkaufen. Zumindest alles, was unter 1000 wert ist. Guck mal, da kriegen wir nämlich relativ gut wieder Geld auch rein. So, diese Golden Mail, ja, die lasse ich jetzt erstmal drin, damit wir irgendeine Backup-Rüstung noch haben für einen Notfall. So, dann schauen wir mal, ob das hinhaut mit den... Ja, aber locker. Boah, haben wir viel U-Material, mein lieber Scholli. Okay, warte, was fehlt hier noch? Das hier werden wir einmal auf jeden Fall verstärken. Und... Was habe ich noch geholt? Hier, Strider. Gun swords customized to be more powerful and easier to use. Und hier ein Orbital Staff known for its strange shape diffuses energy. Alles klar. So, dann hier auch nochmal investieren. Bitte. Und dann können wir jetzt hier nämlich gleich mal gucken, was das für einen Sprung nach sich zieht. Ich hoffe, einen deutlich spürbaren. Jawohl. Boah, 85 plus auf Stärke. Das werden wir merken. Und Evade auch nochmal geboostet. Ja, das war ein guter und wichtiger Schritt. So, und hier sieht es auch ähnlich interessant aus. Nicht ganz so... Elliot hinkt ein bisschen mit dem Speedwert hinterher. Aber gut, bei dem habe ich auch andere Prioritäten bei der Quartz-Vergabe gehabt. Das heißt, ich kann jetzt die restlichen Sachen... die kann ich alle verkaufen dann, oder? Master Quartz. Okay, er hat noch nichts Neues. Weapons, hier. So, diese Lambda Rod, die habe ich ihm gerade abgenommen. Die kann weg. Beim Zweihänder bin ich mir gerade nicht so sicher. Diese Dual Edges, die können auf jeden Fall weg. Stellar Oak. Ist das... Schade, dass man hier nicht sieht, welcher Charakter. Aber das ist doch auch was. Warte mal, Stellar Oak ist doch auch Elliot, oder? Oder nicht? Ja. Das ist also Stellar Oak kann weg. Was habe ich hier noch? Flare Cyclone. Stellar Oak und Flare Cyclone. Warte mal, noch einmal kurz gegenprüfen. Ja, nee, ich glaube, die werde ich noch nicht. Ich glaube, die werde ich noch nicht verkaufen. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Wo wollte ich hin? Bei Shop, bei Sell und hier einmal das Ding weg. Jawohl. Aber jetzt muss man echt sagen, dass unsere Ausrüstungssituation gerade schon sehr gut ist. Also lässt wenig Wünsche noch offen. Eigentlich gar keine. Den Punkt habe ich schon lange nicht mehr im Spiel erreicht. Ich freue mich gerade. Und habe ein gutes Bauchgefühl, was die nächsten Herausforderungen angeht. Hoffen wir mal, dass mich das nicht täuscht. So. Ich habe aber noch was anderes zu tun. Nein! Something's happened at the Sachsen Iron Mine. We need to get to the mountain path now. Nein! Ich wollte mir noch mein nächstes Red Moon Rose Exemplar abholen. Das geht dann vermutlich erst später. Das Spiel lässt sich vermutlich nicht austricksen, wenn ich jetzt hier in den Fahrstuhl gehe. Nee. Hätte ja klappen können. Okay. Brauchen wir irgendwie sowas wie eine Übernachtung oder so? Also EP sehen wir eigentlich ganz gut aus. Gesundheit auch. Elliot, was ist denn da los? Herr Elliot, warum haben Sie keine vollen HP? So geht das nicht. Ich glaube, das lag an der jüngsten Dingsanpassung hier. Equipment oder so. Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber das musste jetzt einmal sein. Einfach für einen Seelenfrieden. So, dann geht's jetzt richtig ab. Ruhr Airport, wo wir nie hin können, weißt du? Immer möchte ich mich da umschauen und darf nicht. Sehr, sehr traurig, das Ganze. Okay, wir gehen. Mal gucken.
den ganzen Aufstieg jetzt wieder einmal durchexerzieren. Aber es ist okay. Ugh, every minute we spend here, things are getting worse for the miners. Stay calm, Alisa. Yeah, the railway military police are on their way, after all. Let's at least try and get a look at what's going on. Machen wir. Eigentlich könntet ihr die ganze Zeit quatschen, solange bis wir am Ziel sind. Ich werde trotzdem den einen oder anderen Gegner mitnehmen, einfach um die CP aufzufüllen. Denn vermutlich wird es dort auch wieder einen Boss zu bekämpfen geben. Wie auch immer der aussehen mag und wie viele es auch immer sein mögen. Aber liegen lassen sollten wir das nicht. Und ich denke, da sind wir uns einig. So, hier kommen wieder Erinnerungen hoch an meine letzte kleine Offscreen-Session. Rin, sie stehen zu weit weg. Oh Mann, ey. Das habe ich jetzt nicht mit einkalkuliert. Mist, verdammter. Viel zu weit nach vorne geprescht, der gute Junge. Ah, guck mal. Guck mal, das war übrigens das Kampfsetting, was ich dann offscreen ohne euch plötzlich hatte. Also 3 Gegner und 2 davon waren halt easy mit Magias dann aus dem Weg zu räumen. Das war schon eine ganz gute Erleichterung, sage ich mal. So, und beim nächsten Kampf dürfen die Jungs dann gerne wieder ein bisschen zusammenrücken. Beziehungsweise ich sollte vermeiden, Rin nach vorne zu schicken und dann klappt es auch bei ihm. Irgendwann mit den CP. Ja, ich weiß, ich lasse jetzt hier gerade Kisten liegen. Aber was könnten Kisten schon Wertvolles beherbergen? Eigentlich nur Your Material, ne? Und das kommt echt selten. But man, if terrorists really were planning to blow up the mine, It would shake the very foundations of the Empire. Naja, die Terroristen, die werden sich schon nicht irgendwelche Ziele suchen, für die sich niemand interessiert, ne? Also, wir haben es ja in der Vergangenheit schon gesehen. Wenn sie irgendwo zuschlagen, dann dort, wo es auch entsprechende Aufmerksamkeit generiert. Die sind mir irgendwie... Nee, die sind mir gerade irgendwie zu stressig. Aber guck mal, wie schnell wir eigentlich da sind. Eigentlich super kurz der Weg, ne? Wenn man hier an allem vorbeiläuft. Ich würde mir trotzdem gerne nochmal einschnappen. Und zumindest die CP nochmal mit einem Blessed Arrow zu boosten. Warte mal, wie kriege ich dich am besten? Okay, der ist nicht allzu aufmerksam. Das ist gut. Deswegen mag ich den nur noch mehr. Was, der ist alleine? Ernsthaft. Ich glaube, das hat dann wohl eher nicht so geklappt. Mit der großen, ich fülle mal meine CP-Runde auf. Warte mal, ich kann jetzt aber einmal muss sie jetzt ihren Arrow hier loslassen, sonst ergibt der Kampf wirklich gar keinen Sinn. Aber guck mal, es werden wenigstens, ja, fast 2 Leute komplett voll mit den 200. Und ich kann das sogar noch weiter spinnen, wenn jetzt nämlich Crow, obwohl, ich wollte gerade sagen, wenn Crow den letzten Hauer austeilt, dann ist er voll, aber Rin hat hier noch mehr Bedarf, deswegen soll er den Vorzug bekommen. So. Ich weiß halt nicht mehr, wenn wir da jetzt hinkommen, ob dann direkt ein Boss kommt oder ob wir vorher noch wieder ein bisschen Gegnergeplänkel haben. Ich lass es mal drauf ankommen. Die sind aber das größere Problem. Das hätte ich jetzt unterwegs nutzen müssen. Aber nee, ich glaube, wir werden noch Dungeon haben. Ihr erinnert euch vielleicht an die Höhle, wo wir zuletzt gewesen sind, also an den Minenbereich. Da wird es irgendwie noch weitergehen. Irgendwas war da. Ich glaube, das kommt jetzt. What the hell? Upsi. Das sieht ultra gefährlich aus, ne? Aber wir wissen gleich alle, was Rin sagen wird. Nämlich mitten rein, dorthin, wo man nicht atmen kann, wo direkt die Lungen verätzt werden. Egal. Hauptsache Held sein. This is awful. Smoke's pouring out all over the place. Can't see too far like this. Did the terrorists set fire to something? Looks like the fire's been put out, but something still seems off. So the terrorists decided to strike here rather than the military factory. Look, over there by the entrance. Was denn? Oh nein, jetzt treffen die schon wieder aufeinander. Huh, looks like the railway military police and the provincial army. Yeah, but what are they doing here? Looks like the entrance is completely blocked off too. Let's go and take a closer look. Oder die arbeiten jetzt zusammen. In Anbetracht der widrigen Umstände.
Man wird ja wohl noch hoffen und träumen dürfen, ne? Naja, wir gucken mal. Die Antwort liegt nicht weit weg. Ich schaff's schon wieder nicht, den simpelsten Weg nach unten zu laufen, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Das ist der einzige Real-Life-Skill, den ich mitbringe. Weil so Real-Life ist das gar nicht, wenn das mit Gaming zu tun hat. Ups. The terrorists have complete control of the mine. They have taken the mine as hostage. Any attempt to enter the mine may put their lives in jeopardy. Die 2 wieder. And that's why you're standing out here, twiddling your thumbs without even attempting to negotiate with them. They clearly have an objective in mind here. We can't allow them to buy any further time. It looks like a pretty heated argument. Und ich finde, dass Claire hier recht hat. Mal wieder. So the terrorists have taken over the mine. And as the first ones on the scene, the provincial army has taken it upon themselves to set up a blockade? Or at least that's what it looks like at first glance. But why? Man, this has suspicious written all over it. Yep, the provincial army is too well prepared. No matter how you look at this, you've gotta be in on it. You've gotta be in on it, okay? You can't be serious. In on it, the terrorists set off some kind of explosion in there. Look at all that smoke pouring out. That's what they want you to think. But that doesn't look like smoke from a fire to me. They're probably using smoke grenades. Smoke grenades? If that's true, that means the provincial army has some other reason for blockading the mine. Gut, dass wir Vieh haben. Maybe it's got something to do with Reinford's first factory. Oh, that's right. The railway military police were investigating the first factory too, weren't they? Yeah, that's what Captain Claire said. Und das ist auch das, was beim ersten Besuch hier offenkundig war, weil da war die RMP auch vor Ort und die wollten ja irgendwie Informationen aus der Mine haben, ne? That makes the timing of all this look pretty damn suspect. Almost like there's something they're trying to hide. And that would mean they sealed the mine to give them time to dispose of it. Makes a fair bit of sense if you think about it. But what could they be trying to hide? What's down there? No way to say for sure right now. What I can say though is that it's pretty likely the miners are in danger. We need to find some way to help them if we can. Let's return to Ruhr for now. Was? We need to think carefully about what to do next. Alisa. Yep, if we're going in, it's better to have a plan. Alright, let's head back. Ich weiß nicht, gut, dass ich nicht Teil von Class 7 bin, weil ich hätte gesagt, ey, wir haben die Zeit eigentlich gar nicht. Wenn die wirklich in Gefahr sind, dann, weiß ich nicht, wäre das Letzte, was mir jetzt einfallen würde, zurückspazieren. Ich hätte mich jetzt hier eher im Kreis auf den Boden gesetzt, im Schneidersitz und in der Gruppe sinniert draußen, was wir jetzt machen. Aber gut, wenn sie die Zeit haben, nach Ruhe zurückzukehren, warum nicht? Well, to start with, we need to work out exactly what's going on here. If it's true that the terrorists are working with the noble faction, then it seems like their aim is to eliminate the evidence of whatever they've been hiding in the first factory. But did they really have to go this far? The iron mine is owned by His Majesty the Emperor himself, right? That's right, the province of NOCH is tasked with managing it while Reinford mines, refines and processes the iron. And iron is the single most vital natural resource to this nation's continued survival. If this isn't resolved quickly, it's going to deal a heavy blow to the entire country, including the nobles themselves. So I guess the question is just whether the noble faction and the terrorists realize that or not. Sounds to me like they're a pretty divided bunch as it is. Yep, the terrorists seem like they're basically all commoners too. They're only cooperating because they both see the Chancellor as a common enemy. And if that's the case, it seems pretty likely that what they're doing here is related to that somehow. Sounds like someone started the party without me. Angelica? You came too, George? Yo, figured you'd show up eventually.
Well, we had to test the sidecar, obviously. Spike is just full of surprises. He made the trip to Ruhr in 7 hours. So, speed-wise, we're looking great. Comfort, though, we're gonna have to tweak a few things. I swear, you two never change. Kinda figured Toho wouldn't be able to make it too. Yeah, she's working on gathering a boatload of information, though. She said she'd be in touch if she finds anything out. Well, that's reassuring at least. Could someone tell me what's going on? You seem to be hot on the trail of something, but I'm not sure it's the same thing we're investigating. Does this have something to do with those family affairs you told me you were worried about? Yeah, it does. I had some nagging suspicions about it. Unfortunately, my hunch turned out to be right on the money. Hold on. Isn't the director of the first factory... My dear Uncle Heidel Rogner, yeah. Seems like it might do us both some good to swap info. How about it? Now let's find a better place to talk. Da werden wir sicherlich fündig. Hat mich damals sehr überrascht, die hier plötzlich anzutreffen. They're dumping iron onto the black market? Yeah, the amount of steel they're producing doesn't quite match up with the amount of iron ore being mined. That's been the case for quite a few years now. Officially, the reason given is that the purity of the ore being mined is lower now than it used to be. But if you look at what's coming out of the mine, there's no evidence of that. Well, that would explain why the figures don't add up. And because they were feeding the raw iron onto the black market rather than the finished steel, that makes it a lot harder to notice when a little goes missing here and there. Man, Toa put all the pieces together on her own. I'd expect no less from my beloved Toa. She pored over everything. Reinforth's yearly sales figures, government reports on the mine's productivity, you name it. That's how she picked up on the discrepancy. She's really something else. Sie würde erst wieder rot werden, wenn sie hier mit uns am Tisch sitzen würde. Iron ore being sold off on the black market, accounting sheets that don't add up. George, how much iron ore is unaccounted for, roughly speaking, do you know? Assuming for a moment that all the missing iron was refined into steel, how much steel would we be looking at? This is just a bit of speculative math on my part, but I'd say somewhere in the neighborhood of 100,000 Thorim, which is enough to build 2018 tanks. Das klingt nach einer Menge. 2000. That's practically an army. The Saxon iron mine is a pillar of the empire's economy. The amount of iron they pull out there is almost ridiculous. Even if you pocket a small amount every year, that's going to add up to a lot of iron real quick. But what are they planning to do with all of it? Is the noble faction trying to make their own tanks in secret? They couldn't even if they wanted to. Only the second factory has the knowledge and equipment to make tanks. And not only does the second factory have close ties with the Imperial Army, it also leans toward the reformist faction. You need all kinds of complicated technology to make even a basic tank. It's not as simple as just grabbing some steel, some blueprints and some grease and getting to work. So what does that leave them? Selling the iron to another country for profit? I don't know how likely that is. Seems like deals that big would be too easy to trace. Okay, so setting aside the ore itself for a moment, now that you know this, and given what's happening in Ruhr right now, what were the two of you planning on doing? Oh. It's pretty simple. My uncle oversees the first factory and the provincial army is blockading the mine. There's no way my family isn't involved. On the other side, you've got all the miners just trying to do their jobs who got dragged into this whole mess. I'm a Rogner. I might not be a great daughter, but there's no way I'm going to let this go on without putting up a fight. Sie sieht ihre Chance, hier mal wieder die Klingen schleifen zu können. Angie, what, you seriously gonna go talk to your old man about this?
Hell no, like he'd even listen to a word I said. Same goes to the provincial army. I'd just be wasting my breath. Sie will kämpfen. That's why I'm planning on sorting out this mess myself. Und da freut sie sich drauf. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit auch schon mal gegen sie gekämpft und festgestellt, dass sie da durchaus fähig ist. I used to work part-time in the mine. I know the place like the back of my hand. As long as I can find a way inside, I think I can handle the terrorists well enough. I figured you'd say something like that. Honestly, does nothing faze you? Da ist sie wie Milliam, glaube ich. Also arbeiten wir jetzt zusammen. In that case, I'd like to ask that you take us along. We can look at this as a test of how to best respond to a sudden crisis. Looking at it from that perspective, I think it fits neatly within the scope of our field study, don't you? Yeah, after hearing all that, I don't want to let them have their way. Agreed. I'm with Angelica here. My family's involved in this too. I feel like I have a duty to do something about it. Thanks. Truth be told, I was kind of hoping you'd back me up anyway. Whatever help you can give, I'll take it. Oh, well, that's that. The next thing we need to consider is how to slip into the mine without the provincial army taking notice. At the very least, Angie should be able to get the officer in charge to talk with her, but... So what, we sneak inside while she's distracting them? I don't know, that sounds a little overly simplistic to work. Wir brauchen einen Geheimgang oder sowas. Leave finding our way into me. If anyone's good at cutting red tape, it's my mother. Maybe she could help us out. Risky auf sie zu setzen, finde ich. She could, but would she? Genau. Well, if you think so. Es steht ja auch für sie eine Menge auf dem Spiel, ne? Also darauf wird Alisa vermutlich auch spekulieren. Alright, I'll be securing an alternate route to you then. For now, I'm going to see if I can find out anything else about my family's or the provincial army's involvement here. Mach das. George, give Toa a call and see if you can find out what the imperial government is doing about all of this. Gotcha. I'll see if I can turn up any machinery that might be useful too. This is starting to feel like last year's field studies all over again. Kannst du mal sehen, aber nicht, dass sie sich langweilen, Herr Armbrust. Ich weiß immer noch, ob er Armbrust oder Armbrust da heißt. We were glad to have the George, Angelica and Toa backing us up. Dieser Artikel, da ergibt gar keinen Sinn, oder? In a crisis like this, we needed all the help we could get. And as our first order of business, we went to see Chairman Irina, hoping she'd know of some way to sneak into the mine. Mal gucken. Sind wir dabei, wenn die sich darüber unterhalten? Vermutlich schon. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Warum erinnere ich mich an diese Dinge nicht mehr? I'm so sad. Vielleicht ist es aber auch ganz gut. We should get going too. Your mother should be back at the Rainford headquarters by now, right? I think so. Sharon said she'd be in around noon. We can always just ask at the reception desk though. Ja. Wie Vieh immer so völlig random mit ihrem Ja um die Ecke kommt. Herrlich. Looks like we'll be kicking into high gear again. I feel like every field study is destined to end up like this. Aber schön, dass sich wenigstens auch die Gruppe darüber lustig macht, dass es immer nach dem gleichen Schema abläuft. Das erheitert ein bisschen. Oh, was geht hier ab? Gibt's Streit? Don't try and stop me, Yun. I have to do this. I used to work at that mine and now it's up to me to go save everyone. Not while there are terrorists there, it's not. It's too dangerous. Please calm down and think things through. We're talking about terrorists here. You'd just be putting yourself in danger. Just calm down for a minute and listen to me. Ja, wäre wahrscheinlich besser. I can't just stand around here when they could be in danger. Don't worry, guys, I'm coming for you. Ja, danke, da kann uns ja nichts passieren. Aber wenn du uns den Rücken stärkst, dann sind wir safe auf Lebenszeit. Quasi unsterblich. So, lass mich kurz überlegen. Wir sollen jetzt zu Irina. Wollte ich nicht währenddessen noch irgendwas anderes machen? Keine Ahnung. Wenn ja, dann habe ich es scheinbar wieder vergessen. Der richtig lange angehalten hier. Mit aufgeräumten Gedankengängen und so. So, Mutti. Wir brauchen deine Hilfe.
Und hoffentlich hilfst du ausnahmsweise. Und vor allen Dingen wäre es schön, wenn du es ausnahmsweise auch mal zuhören würdest. Also vor allen Dingen deiner Tochter. Achso, guck mal, hier ist auch das rote Ausrufezeichen. Okay. Na? Lady Alisa, thank goodness you're alright. I was so worried when I heard you'd left the city. Oh, you're talking about the trouble at the mine, right? Actually, I was hoping to talk with Mother about that. Is she in her office right now? Chairman Irina returned just a short while ago. Would you like me to set up an appointment? Please. Das ist so traurig, ne? Jetzt zu meiner Mutter. Soll ich einen Termin dafür aufsetzen? Yes, that's right. Lady Alisa has understood. She says she can see you right now, though she can't spare more than a few minutes. If you want to head up right now, she's waiting for you in her office. Thank you, this shouldn't take long. Mal gucken. Alright, let's head up to floor 23. Right. Why do I get the feeling Sharon is going to be right there to welcome us? You can count on it. Die ist echt creepy, ne? Aber wie sie auch ständig im Hinterkopf unserer Gruppe irgendwie rumgeistert und keiner das irgendwie so komplett ausblenden kann. So, dann lass mal gucken. In unsere Privatgemächer kommen wir nicht rein. Traveling to 23F will cause the main story to advance. You will no longer be able to walk around Ruhr and the surrounding area. Be advised that any incomplete quest in Ruhr will expire if you do so. Warte mal, wir können jetzt wieder ins Institut, ne? Ich will einmal nur noch mal hier kurz gucken. Ach, ich habe das noch gar nicht abgegeben. Guck mal, ich habe gerade fast einen ganz, ganz gravierenden Fehler gemacht, aber nur fast. In letzter Sekunde nochmal gerettet. Ich finde das übrigens super, dass das Spiel einen immer darauf hinweist. Also, Hut ab und dickes Danke. Das definitiv. So, weil hier gibt es nämlich noch was abzugeben. Alles klar. Mal gucken, was für eine Reward ich mir fast hätte entgehen lassen. Aber Ende gut, alles gut, hoffentlich. Tachchen. So you defeated the monster on the highway to the south, did you? Not too shabby for students. Thank you very much. Well, keep up the good work. Here's your reward. Ist ja fast nett für seine Verhältnisse. Thank you very much. And with that, you're excused. I've got no idea what kinds of other tasks you've been given. Ja, wenn du wüsstest. Es geht auch um deinen Hintern, weißt du. But don't get yourself involved in matters that don't concern you, understood? Right. So, wir streiten uns jetzt mal nicht weiter mit dem. Der hat uns nämlich einen ordentlichen Batzen an Kohle dagelassen, was sehr, sehr großzügig ist, muss man ja sagen. Aber gut, die Mission war auch krass. Ey, diese 3 Hydras da, ne? Das war deutlich anspruchsvoller als diese komische Maschine, die wir dann im Anschluss besiegt haben. So, ich werde jetzt hier nochmal gucken wegen Red Moon Rose. Wir sind vor einer Weile schon mal hier gewesen, da gab es aber nichts. Vielleicht jetzt? It's terrible what's happening over at the mine, but in times like these, it's more important than ever to stay calm. I'd like to encourage you to do the same. Perhaps reading a book will help. Oh, so einfach zu verpassen, ne? Ich glaube, wäre ich jetzt in den Fahrstuhl reingegangen, im HQ, dann wäre es das gewesen hier mit dem Buch. We've broadcast a message telling everyone on campus to stay indoors. But to be honest, I imagine a lot of the students and researchers here were too engrossed in their research to hear it. The mine is a fair distance from here, so hopefully everything will be alright regardless, but I am a little nervous. Ja, verständlich. Also ich meine, das ist ja auch eine Situation, die wir alle nicht haben kommen sehen und vermutlich sind auch die Leute, die hier in Ruhe leben, nicht so krisenerprobt, wenn es um Terroristen geht, die sich hier irgendwie einmischen. Aber wir haben eine kompetente Gruppe, die gewillt ist zu unterstützen. Es steht und fällt jetzt nur so ein bisschen mit der Bereitschaft von Irinas Mutter, uns hier auch den Weg zu ebnen. Den Rest übernehmen wir dann. Aber sie muss mitspielen. Mal gucken. Ob sie ahnt, mit welchem Thema wir auf sie zugehen wollen. Ob wir ihren Support bekommen oder nicht. Wir werden es in Kürze erfahren. So, Travel to 23. Obergeschoss. Jawohl. Einmal bitte. Mit dem etepetetesten Fahrstuhl des ganzen Spiels vermutlich nach oben. Guck mal, wie groß die Tasten sind. Kann man auf jeden Fall gut überblicken. Nicht mal ein Spiegel hing hier in Fahrstühlen, ne?
Fahrstuhllicht ist echt sehr unvorteilhaft in vielen Fahrstühlen. Welcome back, everyone. I've been waiting for you. I knew it. Wir wussten es alle, Magiers, alle. Like the rising of the sun. I see how it is. You're taking Reinford's side again, huh? Uh-oh. As long as I wear this uniform, I'm simply a humble maid of the Reinford household. You, the chairman, and Master Gwyn are all deeply important to me. Yeah. Thanks, I think. Show us in then. Of course, please follow me. Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit während solchen Szenen immer wieder gedacht, irgendwann wird die der Endboss des Spiels sein. Irgendwann wird sie als Boss vor uns stehen und uns alle überrumpeln. As you wish. Mother, we need to see you. Excuse us. I apologize for canceling our dinner plans last night. But it's looking unlikely I'll be able to join you tonight either. No, that's fine. We understand. It's hardly surprising given the current circumstances. I'm not sure what's keeping you so busy, considering you haven't even managed to fulfill one of your most basic duties. My lady, the miners who work at Saxon are employees of this company. With the Provincial Army barricading the mine and refusing to budge, those miners are at the mercy of the terrorists. I assume you've issued a formal objection to Marquis Ragnar? Not on behalf of the company, no. It sounds like Director Heidel Ragnar of the First Factory has requested something be done as a formality, but nothing more. That's it? The First Factory has been dumping huge amounts of ore onto the black market for years now. Don't even try and tell me you haven't noticed it. Of course I've noticed. Being unable to bring the First Factory in line allowed that to happen, and that's my failure, I admit. But think, if we assume the terrorists aren't acting alone here, what good would it do to issue an objection to Marquis Ragnar? Well... There are many possible outcomes to this crisis, and we must be prepared for all of them. For example, we need to consider the possibility that the terrorists may set off an explosive in the mine, and how to respond to that. This is a global company. Measures will need to be put in place to protect stock prices, taking Crossbell into account too. She's got a point. Anything that affects the Reinford company is going to indirectly affect a lot of people's lives. Correct. The Reinford Group is its own entity with its own role to fill, and I have mine as chairman. The Provincial Army and the RMP are acting in accordance with their purpose, and one might even say the same of the terrorists. Action with a purpose, that's what keeps the world in motion. So tell me, what's your purpose? Well... If you get what I'm saying, I suggest you leave. I expect the explosion at the military factory is the extent of the damage the terrorists will cause here. I'll give you several additional tasks. I suggest you work on those for the remainder of the day. And considering the situation here, I think it'd be best if you leave Ruhr tomorrow morning. You have my permission as a sitting director on the Academy's board. But Yeah, I don't think so. I'm not going to keep making the same mistakes anymore. Oh? All my life, I've turned a blind eye to what was going on right in front of me. I did it when you drove Grandfather out and took his position as chairman. And I did it when Father died and you let work become your life. All along, you've been working to build the company bigger, and all along, I just looked the other way.
But in our field studies at Thor's, I've seen the imbalances and injustices of the world crop up over and over again. But even with that, I, and all of us, really, have to face that head on. And that's exactly what we've been doing. You asked what our purpose is. After 6 months at the academy, that's my answer. Well said. Agreed. That's why this time, I don't plan on backing down. You need to hear the truth, and I need to be the one to tell you. As your daughter, as your family, and above all, as someone who's watched the Rhineford Company grow ever since I was a little girl. Mother, you're running this company the wrong way. My lady. Can I assume you, in your infinite wisdom, are planning to tell me the correct way to run my company? Naturally. But I still need more experience before I can do that. I promise you, though, that by the time I graduate from the academy, I'll show you how this company should be run. As someone who just might succeed you as the chairman someday, I should be able to do at least that much. It's one thing to make a promise. It's quite another to live up to it. Still, at least you're starting to see the bigger picture. Mother. Give it to her, Sharon. Certainly. Here, my lady. What's this? Some kind of key card? Correct. It opens the door to a passage that connects Ruhr City to the iron mine. Wait! There's really a secret passage? The former chairman built it for use in case of an emergency. You'll find the entrance in the underground part of a maintenance room on the upper level of the city. If we use that passage... We should be able to completely avoid having to deal with the provincial army. I'm not going to say thanks. Right now, I just believe this is the best way to press forward. And I'm going to tell you why through actions, not words. Excuse us, Madam Chairman. We've learned a lot during our field studies, and we'll put it all to use to come out on top. You don't need to worry about us. They've grown a lot in the last 6 months. It's been a pleasure to watch them. Surely it wouldn't hurt to acknowledge that Lady Alisa has grown too. She's still got a ways to go. If she wants to take the mantle of the Rhineford Company from me, she'll have to show me she's got what it takes. Anyway, it seems all our principal players have assembled. Can I ask you to do one more thing for me? Certainly. Und natürlich erfahren wir wieder nicht, was das ist, was sie von ihr will. Na gut, vielleicht kommt das ja später noch. Auf jeden Fall hat sich Alisas S-Craft verstärkt und ist vom Rosetten Arrow zum Judgment Arrow mutiert. Das kann nur gut sein für uns. Mal gucken. Wir werden sehen. After our meeting, we contacted Angelica and George and agreed to meet in front of the maintenance room that hid the entrance to the secret passage to the mine. Wir wissen alle, welche Tür damit gemeint war, oder? Das ist ja so auffällig gewesen. Natürlich. Natürlich ist es diese. Ey, ich fühle mich eigentlich so gut vorbereitet wie noch nie zuvor durch die letzten Einkäufe. Gucken wir mal, was hier auf uns wartet. Auf jeden Fall hat Irina uns, glaube ich, alle positiv überrascht in dem Moment. Sie hat sich sogar die Kritik ihrer Tochter so ein bisschen zu Herzen genommen, ne? Also sie hat das nicht abgebügelt und sich da nicht irgendwie da komplett drüber lustig gemacht oder so. Ich finde, sie hat ihr zum ersten Mal zumindest so ein bisschen zugehört. Aha. Und unsere Gruppe ist entsprechend vergrößert. Hab mir hier damals
mega die Hoffnung gemacht, dass George und Angelica irgendwie mit ins Team kommen. Aber ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Also sorry, falls es anderen Leuten da draußen auch so geht, die das Spiel noch nicht kennen. Es wird nicht passieren, den Zahn muss ich euch jetzt schon mal ziehen. Who would have thought there'd be an underground passage going all the way from Ruhr to the mine? Gwen really does think of everything. Oh, you know Alisa's grandfather? I've heard you two got along famously back when he was still living in Ruhr. He taught me all kinds of great stuff, how to pick up girls, the best spots in the entertainment district, you know, the really important things in life. Ja, dass die beiden sich verstehen, überrascht mich jetzt irgendwie gar nicht. It's not that I can't believe it, it's that I can too easily. So geht's mir auch. I can only hope to sit and learn at the feet of the master one day. Kommt noch. Still, it's probably thanks to him that Angie didn't go any further off the race than she did. Can't deny that. Spannend. There's nothing to laugh about. Ah, jetzt lass die Kinder so lachen hier. I wonder if we seem as colorful to the first years when we're second years. Tja, das steht und fällt mit eurem Verhalten, ne? So you think this is gonna work? Teilen Sie uns mit, was Sie meinen, Frau Angelica oder Herr George. Je nachdem. Alright, that should do it. Aha. What is this thing? An orbital wave antenna? It's currently in development at the Institute of Technology, but I managed to convince them to let me borrow it. It emits directional orbital waves to widen the area where you can transmit and receive signals. That means you'll be able to use your Arcus unit's communication functionality even down here in the mine. Klingt hilfreich. That sounds pretty handy. You can do that? Yup, Tower's busy gathering information on what's going on across the Empire right now, and I'll be able to pass that info along to you while overseeing this operation. But if things get too dangerous, I'll give you the order to pull out, so make sure you keep the line open. Got it. It will be nice to have some support. Well, if George is just a call away, we've got nothing to worry about. Fast nothing, würde ich sagen. Okay, I think it's about time we get going. And thanks again, everyone, for coming along. I've got my Arcus on me, so I should be able to hold my own in battle. Always room for one more with us. Ja, your knowledge of the mine will really be invaluable. Kann man so sagen. I'm looking forward to seeing you clean up with those Taito skills of yours. Yes, Angelica joined the party. The maximum number of support members has temporarily increased to 3. Ich glaube aber, warte mal, ganz kurz. Ach doch, sie ist hier drin, aber ich glaube, sie bleibt nicht lange. Kann mich irgendwie gar nicht dran erinnern, dass ich irgendwie langfristig mit ihr geplant hätte. Warte mal, bringt sie ihr eigenes Equipment mit? Ich kann sie auf jeden Fall ausstatten mit Kram. Ja, so viel zum Thema, die kommt definitiv hier nicht mit rein. Vielleicht habe ich sie auch damals so ein bisschen außen vor gelassen, weil ich mir nicht sicher war, genauso wie ich es jetzt auch nicht bin, ob es sich lohnt, ihr was zuzuweisen, aus Angst, das am Ende des Tages eventuell zu verlieren. Emblem hat sie als Master Quartz. Was macht das? Ich kann mir das gar nicht angucken. Space Elemental Master Quartz decreases damage received relative to how low HP is. Okay. Holy Breath Burn. Müsste man eigentlich auch alles ein bisschen aufbauen. Wenn ich sie halt reinnehme, ne? Es ist schwierig. Also sie soll auf jeden Fall, falls sie kommt, Hit 2 haben. Und hier Luck ist für Arts gut. Vanish ist für, ja, hier um den Angriff ein bisschen zu boosten. Aber ich glaube, ansonsten bin ich noch ein bisschen zögerlich, um sie mit so den richtig guten Sachen zu versehen. Mit Attack 3 habe ich zum Beispiel keine Bauchschmerzen, weil wir das kaufen können. Holy Breath ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Evade kann sie auch behalten. Move ist jetzt nicht unbedingt vonnöten. Warte mal, Move könnte man durch Action zum Beispiel austauschen. Habe ich das überhaupt noch? Was war Reaper nochmal? Okay, Arts und Speed. Ja, Action 3 habe ich noch. Das hier habe ich ihr gerade gegeben. Was war das? Incandescent Volcanic Bombs Rain from the Sky.
Ist sie denn eine Zaubermaus? Eigentlich nicht. Sie hat einen deutlich höheren Stärke-Basiswert gehabt. Also gut, den habe ich jetzt durch meine letzten Quarze noch ein bisschen zusätzlich geboostet. Aber sie hatte auch von ihren Ursprungswerten schon deutlich mehr bei physischem Angriff als bei Dings. Ja, mit Dings kann ich alles erklären. Einfach das geilste Wort. So Attack 2 habe ich leider nicht. Ich würde ihr tatsächlich, weil wenn ich jemals darauf angewiesen bin, sie einzusetzen, dann wahrscheinlich als Backup, weil ich irgendeinen krass starken Gegner vor der Nase habe. Und dann ist es vielleicht ganz gut, wenn sie geschützt ist. Speedbreaker ist okay. Ja, ich glaube, das kann man erstmal so stehen lassen. Hier ist es aber nochmal interessant. Und vor allen Dingen, ich weiß gar nicht, ob sie einen S-Break schon hat. Wenn ja, macht es das auf jeden Fall interessant. Sie hat super viele Angriffszauber aus der Space-Sparte. Also aus der Space-Element-Richtung. Ich weiß nicht, wie ich das anders formulieren soll. Und das ist per se erstmal gar nicht so uninteressant. Oh, und den Dragon Kick, den hat sie auch. Der hat nur Area L, leider keine All-Range. An Explosive Dragon Kick from above. Gegen Einzelgegner sicherlich interessant. So, warte mal. Wenn wir nämlich hier schon mal dabei sind. Irgendwas wollte ich mir doch hier angucken. Er hat XL. Er hat L. Mal gucken, wie lange ich mir das wieder merken kann. L. Der hat nur M gehabt, ne? Das weiß ich noch. So, warte mal. XL. Ich glaube, sie hat auch XL. R. Und XL. Okay, also Elliot, Crow und Fee sind diejenigen, die die krasseste Range haben. Rini hat auf jeden Fall die kleinste. Und sie, na gut, mit ihr werde ich das vermutlich nie einsetzen. Und er ist irgendwo so ein bisschen dazwischen, Markias. Okay, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Ja, weiß ich nicht, ob ich sie jetzt irgendwie nach vorne schubsen will im Kampf. Ich habe jetzt auch kein Equipment angelegt. Aber sie bringt schon gute Stats mit, ne? Also schon allein ihre HP, die habe ich ja jetzt gar nicht geboostet. Jetzt zuletzt. Die kommt schon mit 8,5 um die Ecke. Das kann nur Reen aktuell toppen. Was hat sie für ein Level? 61. Okay, also sie ist auch levelmäßig über den anderen. Naja, wir werden sehen. Ach, guck mal, hier kann ich mich einmal heilen. Endlich mal wieder so ein Heilungsding. Schon lange nicht mehr gehabt. Okay, dann haben wir doch eigentlich einen ganz guten Masterplan fürs nächste Mal. Ich freue mich sehr auf die nächste Folge, denn wir stürzen uns wieder in den nächsten Dungeon und das kann nur gut werden, ja. Das kann nur gut werden. Ich meine, hallo, wir spielen ein Trace-Spiel. Wer erwartet denn was anderes? Liebe Leute, ich bedanke mich fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao.